Eine schreckliche Nacht veränderte mein Leben für immer. Mein Name ist Elin. Diese Geschichte zu erzählen, ist für mich nicht leicht. Selbst heute, wenn ich an diese Nacht zurückdenke, wird mein Herz schwer. Aber ich möchte sie erzählen, weil vielleicht jemand aus meinem Fehler lernen kann. Manche Fehler sind klein, man vergisst etwas im Supermarkt, man lässt eine Tasse fallen, man sagt etwas Falsches. Solche Fehler kann man wieder gut machen, aber manche Fehler sind viel größer. Sie zerstören Vertrauen, sie verletzen Menschen. Sie verändern eine Familie. Mein Fehler war einer von ihnen. Ich war 28 Jahre alt. Ich lebte in einem schönen Haus in einer ruhigen Stadt. Die Straßen waren sauber, es gab hohe Bäume und friedliche Parks. Von außen sah mein Leben perfekt aus. Ich hatte ein schönes Zuhause. Ich hatte einen freundlichen Ehemann. Ich hatte ein bequemes Leben. Mein Mann hieß Henry. Wir waren seit 5 Jahren verheiratet. Henry war ein guter Mensch. Er war verantwortungsbewusst, ehrlich und fleißig. Er arbeitete für eine große Firma, und sein Beruf brachte es mit sich, dass er oft reisen musste. Manchmal war er 2 Tage weg, manchmal sogar 2 Wochen. Am Anfang akzeptierte ich das. Ich sagte mir, dass er es für unsere gemeinsame Zukunft tat. Er verdiente gutes Geld. Wir hatten ein schönes Auto, schöne Kleidung und ein schönes Zuhause. Ich dachte, das sei Glück. Aber selbst ein großes Haus kann sich leer anfühlen. Wenn Henry verreist war, war ich die meisten Abende allein. Ich aß allein. Ich sah allein fern. Ich ging allein ins Bett. Die Stille im Haus wurde jeden Tag lauter. An einen November erinnere ich mich besonders gut. Es war kalt, der Wind wehte durch die Bäume, braune Blätter bedeckten die Straßen. Eines Morgens sagte Henry mir, dass er für 3 Wochen nach London müsse. 3 Wochen? Fragte ich. Das ist eine lange Zeit. Er nahm mich in den Arm. Ich weiß, sagte er, aber es ist wichtig für die Arbeit. Wenn ich zurückkomme, machen wir Urlaub. Nur du und ich. Ich lächelte, weil ich ihn unterstützen wollte, aber tief in meinem Herzen fühlte ich mich schon jetzt einsam. Am Montagmorgen fuhr ich ihn zum Flughafen. Ich küsste ihn zum Abschied und sah zu, wie er mit seinem Koffer wegging. Dann fuhr ich nach Hause. In dem Moment, als ich die Tür öffnete, fühlte sich das Haus leer an. 2 Tage später klingelte mein Telefon. Es war Henrys Bruder. Er hieß Victor. Victor war ganz anders als Henry. Henry war ernst und vorsichtig. Victor war lustig, laut und frei. Er zog oft von Ort zu Ort und wechselte häufig den Job. »Hallo Elin«, sagte Victor. »Ich bin in deiner Stadt. Morgen habe ich ein Vorstellungsgespräch. Kann ich ein paar Tage bei dir bleiben?« Ich wurde still. Henry war nicht zu Hause. Aber Victor gehörte zur Familie.
Also sagte ich, ja, natürlich, du kannst im Gästezimmer schlafen. An diesem Abend kam Viktor mit einer Tasche und einer Flasche Wein an. Ich kochte Pasta und Salat. In der Küche war es warm, es roch nach Knoblauch und Tomaten. Zum ersten Mal seit Tagen war das Haus nicht mehr still. Wir aßen zusammen, wir unterhielten uns. Viktor erzählte lustige Geschichten über seine Reisen und seine seltsamen Jobs. Er brachte mich zum Lachen. Ich hatte schon lange nicht mehr so gelacht. Du hast ein wunderschönes Lachen, sagte er. Ich senkte den Blick. Ich bin einfach froh, Gesellschaft zu haben, sagte ich. Es ist so einsam hier, wenn Henry weg ist. Viktor sah mich an und sagte, er arbeitet viel zu viel. Er sollte mehr Zeit mit dir verbringen. Diese Worte lösten etwas in mir aus, das ich niemals hätte fühlen dürfen. Am nächsten Tag ging Viktor zu seinem Vorstellungsgespräch. Als er zurückkam, war er gut gelaunt. Ich glaube, es ist gut gelaufen, sagte er. Lass uns das feiern. Wir bestellten Pizza und sahen uns im Wohnzimmer einen Film an. Wir saßen zu nah beieinander. Wir lachten zu viel. Als der Film zu Ende war, wurde es still im Raum. Ich wusste, dass ich aufstehen sollte. Ich wusste, dass ich gute Nacht sagen sollte. Ich wusste, dass ich in mein Zimmer gehen und die Tür schließen sollte. Aber ich tat es nicht. Ich war einsam. Zu einsam. Viktor berührte meine Hand. Elin, sagte er leise, du bist etwas Besonderes. Das war der Moment, den ich am liebsten ungeschehen machen würde. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich meine Hand wegziehen. Ich würde aufstehen. Ich würde sagen, nein, Viktor, geh schlafen. Aber ich blieb. Und wir überschritten eine Grenze, die niemals hätte überschritten werden dürfen. Ich werde nicht beschreiben, was passiert ist. Ich möchte das nicht. Es war nur eine Nacht. Ein einziger schrecklicher Fehler. Am nächsten Morgen wachte ich auf und erinnerte mich an alles. Mein Herz begann schnell zu schlagen. Was habe ich getan? Flüsterte ich. Ich ging in die Küche. Viktor war dort und trank Kaffee. Auch er sah beschämt aus. Elin, sagte er. Bitte nicht, sagte ich. Sag nichts. Ich fühlte mich krank vor Schuld. Ich liebte Henry. Er vertraute mir, und ich hatte dieses Vertrauen zerstört. Viktor sagte, es tut mir leid, ich hätte es stoppen müssen. Wir hätten es beide stoppen müssen, sagte ich leise. Dann sah ich ihn an. Du musst jetzt gehen. Sofort. Er nickte und packte seine Tasche. An der Tür fragte er, wirst du Henry die Wahrheit sagen? Angst erfüllte meine Brust. Wenn ich Henry die Wahrheit sagen würde, wäre unsere Ehe vorbei. Er würde mich hassen, er würde seinen Bruder hassen, alles würde auseinanderbrechen. Nein, sagte ich, wir werden nie wieder darüber sprechen. Viktor ging. Ich schloss die Tür ab und setzte mich weinend auf den Boden. Ich putzte das ganze Haus. Ich wusch die Bettwäsche.
ich wusch die Kleidung. Ich wollte meinen Fehler einfach wegwaschen. Aber Schuld kann man nicht wegwaschen. An diesem Abend rief Henry aus London an. »Hallo, meine Liebe«, sagte er, »ist alles in Ordnung?« Seine freundliche Stimme brach mir das Herz. »Ja«, log ich, »alles ist gut, ich bin nur müde.« Dann fragte er, »War Viktor bei dir?« Mein Herz blieb stehen. »Ja«, sagte ich, »er ist wegen seines Vorstellungsgesprächs für eine Nacht geblieben. Heute Morgen ist er wieder gefahren.« Henry lachte leise. »Ich hoffe, er hat dir keine Probleme gemacht.« Ich schloss die Augen. »Nein«, flüsterte ich, »keine Probleme.« Als das Gespräch beendet war, starrte ich lange auf mein Handy. Ich fühlte mich wie eine Lügnerin. Denn ich war eine. 3 Wochen vergingen. Dann kam Henry nach Hause. Ich versuchte so zu tun, als wäre alles normal. Ich kochte sein Lieblingsessen. Ich umarmte ihn, als er durch die Tür kam. Ich küsste ihn und lächelte. Aber tief in meinem Inneren hatte ich große Angst. Jedes Mal, wenn er mich ansah, hatte ich das Gefühl, er könnte mein Geheimnis in meinen Augen sehen. Doch er bemerkte nichts. Er war einfach nur glücklich, wieder zu Hause zu sein. Er erzählte mir Geschichten aus London. Er schenkte mir einen weichen Schal in meiner Lieblingsfarbe. »Für meine wunderschöne Frau«, sagte er. Ich trug den Schal und lächelte. Aber innerlich fühlte ich mich, als würde ich sterben. Die Tage vergingen. Das Leben sah wieder ganz normal aus. Henry ging zur Arbeit. Wir aßen zusammen zu Abend. Wir unterhielten uns. Wir sahen fern. Doch mein Herz fand keine Ruhe. Ein paar Wochen später begann ich mich krank zu fühlen. Morgens konnte ich nichts essen. Schon der Geruch von Kaffee machte mir schlecht. Ich war ständig müde. Ich wollte stundenlang schlafen. Eines Morgens sah Henry mich besorgt an. »Elin, geht es dir gut? Du siehst sehr blass aus.« »Ich glaube, ich habe nur eine Grippe«, sagte ich. »Vielleicht habe ich etwas Schlechtes gegessen.« Aber tief in meinem Inneren wusste ich die Wahrheit schon. Als Henry zur Arbeit gegangen war, ging ich zur Apotheke. Meine Hände zitterten, als ich einen Schwangerschaftstest kaufte. Die Frau an der Kasse lächelte freundlich. »Viel Glück«, sagte sie. Sie dachte, es wären gute Nachrichten. Ich ging nach Hause und machte den Test. Dann wartete ich. 3 Minuten. Diese 3 Minuten fühlten sich endlos an. Endlich schaute ich auf den Test. 2 Linien. Positiv. Ich war schwanger. Ich setzte mich auf den Badezimmerboden und starrte den Test an. Eigentlich hätte ich glücklich sein sollen. Henry und ich hatten oft darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Wir hatten davon geträumt, eines Tages Eltern zu werden. Doch dann sah ich auf den Kalender. Ich zählte die Wochen, ich zählte die Tage. Henry war in London gewesen
und auch davor war er oft wegen der Arbeit unterwegs gewesen. Wir waren schon lange nicht mehr wirklich zusammen gewesen. Aber Viktor war hier gewesen. Viktor war genau zur falschen Zeit hier gewesen. Mir wurde schwindelig. Das Baby war nicht von Henry, das Baby war von Viktor. Ich hielt mir den Mund zu, damit ich nicht laut schrie. Ich weinte, bis meine Augen wehtaten. Was sollte ich nur tun? Wenn ich Henry die Wahrheit sagte, würde ich ihn verlieren. Er würde mir niemals verzeihen. Er würde mich hassen. Er würde seinen Bruder hassen. Aber wenn ich schwieg, müsste ich für immer lügen. Henry würde das Kind seines Bruders großziehen, ohne die Wahrheit zu kennen. Ich würde mein Baby jeden Tag ansehen und mich an dieses Geheimnis erinnern. In dieser Nacht lag ich neben Henry, aber ich konnte nicht schlafen. Er schlief friedlich. Er wusste nicht, dass sein Leben bald auseinanderbrechen würde. Am nächsten Tag bewegte ich mich wie ein Schatten durch das Haus. Am Abend kam Henry früher nach Hause. Er hielt einen Strauß roter Rosen in der Hand. »Überraschung«, sagte er. Ich sah die Blumen an. »Warum?«, fragte ich. »Weil ich dich liebe«, sagte er, »und weil ich gute Nachrichten habe. Ich habe eine Beförderung bekommen. Ich muss nicht mehr so viel reisen. Ich kann öfter zu Hause sein. Wir können endlich eine richtige Familie gründen.« Er lächelte so glücklich. Ich hatte das Gefühl, mein Herz würde zerbrechen. Er wollte ein Baby und ich war schwanger, aber nicht von ihm. Ich begann zu weinen. »Elin?«, sagte Henry. Er ließ die Blumen fallen und kam zu mir. »Was ist los? Hast du Schmerzen?« Ich sah ihn an, diesen ehrlichen Mann, diesen liebevollen Ehemann, diesen Mann, der mir vertraute. Ich konnte nicht länger lügen. »Henry«, weinte ich muss dir etwas sagen. Bitte hasse mich nicht.« Er nahm meine Hände. »Ich könnte dich niemals hassen, sag es mir.« »Ich bin schwanger«, flüsterte ich. Sein Gesicht strahlte vor Freude. »Schwanger?«, sagte er. »Elin, das ist wunderbar. Warum weinst du?« Er wollte mich umarmen, aber ich trat vorsichtig einen Schritt zurück. »Nein, Henry, bitte hör mir zu.« Sein Lächeln verschwand langsam. »Was ist los? Stimmt etwas mit dem Baby nicht?« Ich schüttelte den Kopf. »Das Baby ist nicht von dir.« Im Zimmer wurde es still. Henry starrte mich an. Für ein paar Sekunden blinzelte er nicht einmal. »Was hast du gesagt?«, fragte er. »Das Baby ist nicht von dir«, flüsterte ich. Seine Stimme wurde kalt. »Wie ist das möglich?« Ich schloss die Augen. Das war die schwerste Wahrheit meines Lebens. »Als du in London warst«, sagte ich, »war ich einsam. Viktor war hier.« Henrys Gesicht veränderte sich. »Viktor?«, fragte er. »Mein Bruder?« Ich nickte. Ich konnte ihn nicht ansehen. Er machte einen Schritt zurück, als wäre ich eine Fremde. »Du und Viktor«, sagte er langsam.
In unserem Haus? Es war nur eine Nacht, weinte ich. Ein schrecklicher Fehler. Ich bereue es jeden Tag. Es tut mir so leid. Es tut dir leid, schrie er. Du trägst das Kind meines Bruders unter deinem Herzen und du sagst nur, es tut mir leid? Er nahm eine Vase vom Tisch und warf sie gegen die Wand. Das Glas zerbrach überall. Ich hielt mir das Gesicht mit den Händen zu. Ich hatte ihn noch nie so erlebt. Verschwinde, sagte er. Henry, bitte, verschwinde aus meinem Haus. Ich rannte ins Schlafzimmer. Ich warf ein paar Kleidungsstücke in eine Tasche. Meine Hände zitterten. Ich nahm meine Schlüssel und ging. Draußen regnete es in Strömen. Ich fuhr los, ohne zu wissen, wohin ich sollte. Schließlich hielt ich am Straßenrand an und saß allein im dunklen Auto. Ich hatte meinen Mann verloren, mein Zuhause, meine Zukunft. Alles, was mir geblieben war, war das Baby in meinem Bauch. Ich rief meine Mutter an. Mama, weinte ich brauche Hilfe. Ich erzählte ihr alles. Sie war schockiert, sie war wütend, aber sie war immer noch meine Mutter. Komm nach Hause, sagte sie. Wir schaffen das gemeinsam. Also fuhr ich zu ihr. Ich blieb viele Monate bei ihr. Henry reichte die Scheidung ein. Er wollte mich nicht sehen. Er beantwortete meine Anrufe nicht. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Ich hatte ihm das Herz gebrochen. Ich hatte sein Vertrauen zerstört. Dann rief ich Viktor an. Ich bin schwanger, sagte ich. Es ist dein Baby. Lange Zeit sagte er nichts. Dann sagte er, Elin, ich kann kein Vater sein, ich habe kein Geld, ich habe kein stabiles Leben, es tut mir leid. Danach änderte er seine Telefonnummer. Er verschwand, er lief weg, und ich blieb allein zurück, mit meinem Fehler, meiner Scham und dem Kind, das in mir heranwuchs. 9 Monate später wurde mein Baby geboren. Es war ein Mädchen. Als die Krankenschwester sie mir in die Arme legte, begann ich zu weinen. Sie war so klein, so warm und so wunderschön. Ihre kleinen Finger bewegten sich auf meiner Haut, und für einen kurzen Moment wurde alles um mich herum still. Sie hatte blaue Augen, Henrys Augen, Viktors Augen. Ich gab ihr den Namen Hope, denn damals war Hoffnung das Einzige, was mir noch geblieben war. Seitdem sind 2 Jahre vergangen. Mein Leben ist heute ganz anders. Ich lebe in einer kleinen Wohnung. Ich arbeite als Kellnerin. An manchen Abenden komme ich so müde nach Hause, dass ich mich zuerst auf den Boden setze, bevor ich überhaupt meine Schuhe ausziehe. Ich habe das große Haus nicht mehr. Ich habe das schöne Auto nicht mehr. Ich habe keine teure Kleidung mehr. Manchmal sehe ich Fotos von Henry im Internet. Er wirkt friedlich. Er hat inzwischen eine neue Frau in seinem Leben. Sie ist hübsch und zusammen sehen sie glücklich aus. Es tut immer noch weh, ihn zu sehen. Aber ich hasse ihn nicht, weil er weitergemacht hat. Er verdient Glück,
Er verdient Liebe ohne Lügen. Dann schaue ich meine Tochter an und mein Herz wird ganz weich. Hope hat nichts falsch gemacht. Sie hat sich diese Geschichte nicht ausgesucht. Sie hat nicht darum gebeten, in Schmerz, Scham und einer zerbrochenen Familie geboren zu werden. Sie ist unschuldig. Sie ist das Licht meines Lebens. Ich liebe sie mehr als alles andere, aber jeden Tag denke ich an diese Nacht zurück. Eine einsame Nacht, ein schwacher Moment, eine schreckliche Entscheidung, und diese Entscheidung hat alles verändert. Bitte hört mir zu. Einsamkeit tut weh. Sie kann ein Haus leer erscheinen lassen. Sie kann deinem Herzen das Gefühl geben, vergessen zu sein. Sie kann dich dazu bringen, Trost bei jedem Menschen zu suchen, der dir Aufmerksamkeit schenkt. Aber lass nicht zu, dass die Einsamkeit für dich entscheidet. Lass nicht zu, dass ein trauriger Moment Jahre voller Vertrauen zerstört. Untreue ist nicht nur das, was in einer einzigen Nacht passiert. Es geht um Lügen. Es geht darum, ein Versprechen zu brechen. Es geht darum, einem Menschen in die Augen zu schauen, der dir vertraut, und ihm die Wahrheit zu verheimlichen. Wenn ein Glas zerbricht, kannst du ein neues kaufen. Aber wenn Vertrauen zerbricht, ist es nicht so einfach. Selbst wenn dir jemand vergibt, verändert sich etwas für immer. Ich dachte, ich könnte mein Geheimnis begraben, aber Geheimnisse bleiben nicht für immer still. Sie verfolgen dich. Sie sitzen neben dir beim Abendessen. Sie liegen nachts neben dir im Bett. Sie machen sogar dein eigenes Zuhause zu einem Ort, an dem du dich nicht mehr sicher fühlst. Früher oder später kommt die Wahrheit ans Licht. Wenn du dich in deiner Ehe einsam fühlst, dann sprich darüber. Wenn du dich vergessen fühlst, dann sage es deinem Partner. Wenn du unglücklich bist, dann sei ehrlich. Suche keinen Trost am falschen Ort. Ich habe diese Lektion unter Tränen gelernt. Ich habe sie gelernt, nachdem ich fast alles verloren hatte. Mein Leben ist nicht das Leben, das ich geplant hatte. Ich bin jetzt eine alleinerziehende Mutter. Ich mache mir Sorgen um die Miete, das Essen und die Rechnungen. An manchen Tagen fühle ich mich stark. An anderen Tagen weine ich, nachdem Hope eingeschlafen ist. Aber ich habe auch etwas Wichtiges gelernt. Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Aber ich bin nicht nur mein Fehler. Ich bin eine Mutter. Ich bin eine Frau, die versucht, ein besserer Mensch zu werden. Ich bin jemand, der lernt, mit der Wahrheit zu leben. Manchmal läuft Hope zu mir und sagt, Mama. Dann nehme ich sie in meine Arme, drücke sie fest an mich und flüstere, es wird alles gut werden. Und ich glaube daran. Es wird nicht leicht, aber wir werden es schaffen. Manchmal gehe ich an unserem alten Haus vorbei. Ich sehe die Lichter in den Fenstern und frage mich, wie mein Leben heute wäre, wenn ich in jener Nacht Nein gesagt hätte.
wenn ich einfach weggegangen wäre, wenn ich meine Ehe geschützt hätte. Vielleicht wären Henry und ich noch zusammen. Vielleicht hätten wir eine Familie. Vielleicht wären wir glücklich. Aber das Leben kann man nicht in einem vielleicht leben. Wir können nur in der Wirklichkeit leben. Und meine Wirklichkeit ist jetzt hier, meine Tochter, meine kleine Wohnung, meine Arbeit, meine Ehrlichkeit. Heute glaube ich daran, es ist besser, ein schweres Leben mit der Wahrheit zu führen, als ein leichtes Leben voller Lügen. Als ich mein Geheimnis versteckte, fühlte ich mich, als würde ich durch die Dunkelheit gehen. Mein Weg ist heute immer noch schwer, aber wenigstens kann ich sehen, wohin ich gehe. Ich muss nichts mehr verstecken. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich müde Augen. Ich sehe eine Frau, die zu viel geweint hat. Ich sehe jemanden, der viel verloren hat. Aber ich sehe auch einen echten Menschen. Manche Menschen werden mich verurteilen. Das verstehe ich. Ich habe etwas Falsches getan. Ich habe einen guten Mann verletzt. Ich habe ein Versprechen gebrochen. Aber jeden Tag versuche ich, ein besserer Mensch zu sein als die Frau, die ich in jener Nacht war. Hope ist noch klein. Manchmal fragt sie, wo ist Papa? Dann sage ich, wir sind eine kleine Familie, nur du und ich. Eines Tages werde ich ihr mehr erzählen müssen. Eines Tages werde ich ihr die Wahrheit so erklären müssen, dass ihr Herz sie verstehen kann. Vor diesem Tag habe ich Angst, aber jetzt liebe ich sie, ich beschütze sie, ich gehe mit ihr in den Park, wir essen Eis. Abends lesen wir zusammen Bücher. Wir machen das Beste aus unserem Leben. Wenn du kurz davor bist, einen Fehler zu machen, dann halte einen Moment an. Denke an morgen. Denke an die Menschen, die dir vertrauen. Denke an das Leben, das du verlieren könntest. Ein kurzer Moment voller Trost ist kein ganzes Leben voller Reue wert. Ich wünschte, ich könnte das meinem jüngeren Ich sagen. Aber ich kann nicht in die Vergangenheit zurückgehen. Deshalb sage ich es heute dir. Entscheide dich für Ehrlichkeit. Entscheide dich für Treue. Entscheide dich für das schwere Richtige, bevor das leichte Falsche deinen inneren Frieden zerstört. Mein Name ist Elin, das ist meine Geschichte. Sie ist kein Märchen. Es gibt kein perfektes Ende, aber es gibt das Leben, und solange es Leben gibt, gibt es auch Hoffnung. Deshalb habe ich meine Tochter Hope genannt. Sie ist meine zweite Chance. Und ich werde sie nicht verschwenden. Vielen Dank, dass du die ganze Geschichte angesehen hast. Wenn du bis zum Ende dabei geblieben bist, freue ich mich wirklich sehr. Jetzt habe ich eine kleine Übung für dich. Das deutsche Wort des Tages ist Ehrlichkeit. Schreibe einen einfachen deutschen Satz mit Ehrlichkeit in die Kommentare. Zum Beispiel, Ehrlichkeit ist wichtig in der Liebe oder Ehrlichkeit bringt Frieden. Schreibe auch in die Kommentare,
Glaubst du, dass ein einziger Fehler ein ganzes Leben verändern kann? Ja oder nein? Wenn dir diese Geschichte geholfen hat, dein Hörverstehen auf Deutsch zu verbessern, dann abonniere German Tales für weitere einfache deutsche Geschichten. Hör weiter zu, übe jeden Tag weiter und wir sehen uns in der nächsten Geschichte. Tschüss!